Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Griechenland zeigt sich hier von seiner sehr schönen Seite, überall Berge. Wenn ihr mal nach vorne schaut, schönes Wetter, die Sonne scheint. Wir fahren jetzt zu einem Stausee und gucken mal, wie es da ist. Kommt mit. Außerdem führte uns unsere Reise in dieser Folge ins Hinterland des Peloponnes, genau genommen in die Region um Kalavrita. Dort gibt es neben 2 Denkmälern zur bewegten Vergangenheit des Ortes auch eine spektakuläre Tropfsteinhöhle zu besichtigen. Außerdem fährt der berühmte Odontotos, eine Zahnradbahn, von Kalavrita durch eine enge Schlucht an die Ostküste der Halbinsel Peloponnes. Kommt mit! So, wir sind jetzt hier an einem Stausee ausgestiegen. Man muss leider sagen, wenn man in die Natur kommt, sieht es in Griechenland auch oft so aus. Leider. Also es gibt viele Ecken, wo viel hingeschmissen wird. Der Stausee war cool, der sieht richtig gut aus, aber wir können hier mit dem Auto nicht stehen. Und wir gucken mal, ob wir noch eine andere Stelle finden, wo wir rankommen. So, jetzt haben wir hier so ein Dead End gefunden mit dem Stausee. Hier ist es wunderschön, wirklich. Und daneben ist so eine unmögliche Straße. Jetzt gucken wir mal, ob man hier stehen kann. Jetzt sind wir an einem schönen Platz angekommen. Wir dachten eigentlich, es wird nichts mehr. Wir hatten schon schlechte Hoffnung. Aber das hier ist ja der absolute Hammer. Muss man sagen. Wie gefällt's dir? Sehr gut. Okay. Und dir? Ich denke, das waren der Worte genug. So, Frau Schmidt ist tatsächlich ins Wasser gegangen. Aber gut, ganz geheuer ist jetzt nicht, ne? Ein wunderbarer Platz. Hier bleiben wir auf jeden Fall, weil es hier so richtig herrlich idyllisch ist und wir sind hier ganz alleine, weit und breit ist keine Menschenseele in Sicht. Es führt zwar hier so ein paar Kilometer hin, eine große Straße entlang, aber die ist hier weder zu hören, noch kriegt man irgendwas von den Leuten mit. Hier oben auf dem Berg ist so ein verlassener Hof, auch da ist niemand. Ich glaube, hier stören wir keinen und hier haben wir es bestimmt schön. Wir hatten es jetzt so schön hier an dem Stausee, dass wir einfach spontan noch eine Nacht länger geblieben sind. Allerdings sind jetzt sämtliche Vorräte aufgebraucht und ich bereite gerade aus dem letzten, was wir noch haben, an Obst und Gemüse unser Mittagessen zu. Wir waren heute Morgen schon ausgiebig schwimmen, haben Sport draußen gemacht und mit den Hunden gespielt. Die waren heute auch im Wasser, alle beide, und können beide schwimmen. Das haben wir getestet. Für die auch eine schöne Erkenntnis. Ja, und jetzt gibt es gleich Essen und dann
Schauen wir mal, ob wir heute noch weiterfahren oder ob wir die Nacht auch noch hier verbringen. Es ist hier Sonntag, deswegen sind sowieso keine Geschäfte geöffnet und für Sightseeing ist es uns am Wochenende auch überall zu voll. Deswegen stehen die Chancen gut, dass wir einfach noch eine Nacht pennen. Schauen wir mal. Yeah, it's a lonely calling. I'm done trying to fix what is broken. 'Cause my time is running out in the sand. Ooh, I'm just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely. Wir standen insgesamt 2 Tage hier. Es war richtig cool. Wir standen komplett alleine. Das hat man wirklich selten heutzutage. Und wir haben das hier richtig genossen. Die Hunde haben es genossen. Und jetzt geht's weiter. Strange motions, like a shift in the flow. A change coming, it's inevitable. In a paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we can flee the night. In the paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we can flee the night. Flee the night. Searching for a seeing, someone who knows what is to come. Wenn ihr mal auf den Peloponnes fahrt, Leute, ich kann euch nur empfehlen, fahrt auch mal in die Berge. Es ist wirklich traumhaft schön. Eine spektakuläre Aussicht jagt die nächste. Und wir haben hier seit Kilometern, ich weiß nicht, keine Ahnung, seit Ewigkeiten kein anderes Fahrzeug, erst recht kein Wohnmobil gesehen. Während an der Küste wirklich alles schon krachevoll wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier einen Abstecher hinzumachen. Hier gibt es wunderschöne, einsame, ruhige Plätze und ja, den einen oder anderen Geheimtipp noch zu entdecken. In the sunrise, we can flee the night. In the paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise. Da oben ist unser Stellplatz, unser Auserkorene. Das ist irgendwie so eine Kapelle oder ein Denkmal. Es sah auf jeden Fall cool aus und da fahren wir jetzt hin. We can flee the night. Flee the night in the paradise. We can flee the night.
Ausgangssperre auf griechische Art. Da muss man einfach auch geduldig sein. Boah, was hat sie für ein Euter? Scheiße. Wir sind angekommen. Oh, ich habe ja eben noch gesagt, schön, dass es regnet mal für die Natur, aber es ist auch ganz schön kalt. Dadurch, dass wir jetzt so 25 bis 30 Grad in letzter Zeit hatten, ist es jetzt doch recht kalt, weil es doch eben kalt ist, weil es jetzt regnet. Und wir sind deutlich in den Bergen, da ist es sowieso etwas noch kühler. Genau, ich gehe gerade ein kleines Ründchen mit den Doggies, dass sie nochmal Auslauf haben und nochmal ihr Geschäft verrichten können. Und dann war es das für heute. Boah, jetzt hat die Leitplanke geknackt. Gruseliges Geräusch. Hier oben ist das Denkmal, das ich euch eben gezeigt habe. Ein krasses Teil. Ich werde dann erstmal nachschlagen. Hedi, bist du da? Ja, sie ist da. Ich werde dann erstmal nachschlagen, was es damit auf sich hat. Aber sobald ich es rausgefunden habe, erzähle ich es euch. Auf einem weithin sichtbaren Hügel nördlich des Klosters Agia Lavra steht das prächtige Denkmal der Nation. Es wurde zu Ehren der Kämpfer der Revolution von 1821 errichtet und erinnert an die Opfer, die für die Unabhängigkeit Griechenlands gegen die Osmanen kämpften. Das Denkmal wurde offiziell am 24. März 1971 enthüllt. Es besteht aus 3 Statuen, die den Klerus für seine Teilnahme an der Revolution, die Kämpfer der Revolution und die Befreiung von der türkischen Herrschaft darstellen. Jedes Jahr am 25. März feiern die Griechen ihre Unabhängigkeit als Nationalfeiertag und die Gemeinde Kalavrita organisiert Aktivitäten wie einen Gedenkgottesdienst, die Niederlegung von Grenzen, eine Schweigeminute zum Gedenken an die Kämpfer und das Spielen der Nationalhymne. So sieht das übrigens bei uns aus, wenn es draußen regnet. Da unten ist Hedwig und chillt. Da werden Schulaufgaben erledigt. Da hinterm Kissen. Da.
Da ist der Chrissy, der euch gerade die Untertitel unter unser Video von letzte Woche macht. Ja, und Da ist er. hier vorne liegt Frau Schmidt. Die hat jetzt während der Fahrt natürlich so ein bisschen Stress gehabt. Normalerweise liegt da unten im Fußraum die Hedwig mit dabei. Die hatte jetzt aber Bock zu spielen. Das fand Frau Schmidt gar nicht cool. Und da draußen es wie verrückt regnet, haben wir beide nur kurz pullern lassen und warten den Regen ab, bevor wir noch mal eine größere Runde gehen. Genau, und dann ist jetzt die Hedwig hinten bei uns und da ist sie auch viel entspannter. Und ich mache uns Abendessen. Ich koche ein paar Nudeln. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass alle frischen Vorräte aufgebraucht sind. Die letzten Zwiebeln habe ich heute Mittag geschnippelt. Und deswegen gibt es jetzt einfach nur auf die schnelle Nudeln mit Pesto. Aber genau, es ist auch schon, wie spät ist es? Um 7 oder sowas. Also der Abend ist schon fast gelaufen. Uns wecken ja morgens immer um 5:30 Uhr in etwa, weckt uns Hedwig, weil sie pullern muss. Und die ist dann in the mood, die schläft dann nicht nochmal, sondern will dann spielen. Das heißt, die Nacht ist mehr oder weniger vorbei. Ich hoffe, das verbessert sich noch. Ansonsten gehen wir ab sofort 8 Uhr schlafen, damit wir morgens um 6 auch fit sind. Ich mag übrigens grüne Pesto nicht und im Süden, also eigentlich im Ausland, gibt es immer sehr schwer nur rote Pesto zu kaufen. Deswegen mache ich mir immer Ketchup rein, richtig räudig. Mit so einer ganz kleinen Spur grüne Pesto, damit es etwas würziger schmeckt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber grüne oder rote Pesto mögt. Tja, es hört leider nicht auf zu regnen. Das ist wohl das Los des Hundebesitzers. Der ganze Berg, auf dem wir hier stehen, ist auch schon komplett in der Wolke eingeschlossen. Es hat wohl auch schon ein paar Mal gedonnert. Deswegen soll auch die ganze Nacht so bleiben, zumindest bis ganz spät in die Nacht hinein. Deswegen drehe ich jetzt noch mal eine Runde, dass die Doggies noch mal bewegt sind, noch mal ihr Geschäft machen können. Und dann ist hoffentlich erstmal ein bisschen Ruhe. Und dann war es das für heute auch schon. Wir haben gerade gegessen, ihr habt es ja gesehen. Genau, ich hoffe, wir begegnen hier keinem riesigen Kangal-Hirtenhund, der uns zerfleischt. Das ist immer so ein bisschen meine Sorge hier in den griechischen Bergen. Aber wir sind auf so einem Denkmalberg. Hier gibt es sonst nichts. Hier ist kein Haus und keine Herde. Es sollte also sehr unwahrscheinlich sein, dass wir wen treffen. Frau Schmidt ist übrigens ein schöner Wetterhund. Die hat auch keinen Bock, im Nassen draußen zu sein. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt einigermaßen glimpflich davonkomme mit einer kleinen Runde und nicht so ganz nass werde. Ist ja auch nicht so lecker, so stinkige, nasse Hunde dann mit im Bus zu haben. Aber sie pennen halt dann vorne und dann dürfte es wieder gehen. Ich habe ja auch so ein bisschen Norwegen-Vibes, muss ich sagen. Weil es hier so mystisch und neblig, Berge und so weiter ist. Und ja, irgendwie fühle ich mich gerade, als wäre ich in Norwegen anstatt in Griechenland. Das ist übelst heftig. Vor 2 Tagen lagen wir noch bei 30 Grad am Strand und wussten nicht, wohin mit uns vor lauter Schwitzen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so einen riesen Sprung gemacht in den hohen Norden, wo wir bald auch hinfahren. Ich freue mich schon so heftig auf die üppige Natur in Skandinavien. Ja, und hier haben wir so einen kleinen Vorgeschmack da drauf. Leute, wir liegen schon im Bett. Frau Schmidt liegt auf der Doppelsitzbank auf ihrer Decke und Hedwig lag immer unten im Fußraum. Und das hat Madame aber seit heute nicht mehr gepasst, weswegen sie jetzt auch oben sitzen will. Und dann hat sie jetzt ihren Platz auf dem Fahrersitz. Und offensichtlich ist sie gerade wach und hat ein bisschen rumgeguckt da vorne. Hat aus Versehen die Hupe bedient. Also, es wird niemals langweilig. Ich hoffe, sie hupt jetzt nicht die ganze Nacht. Weil das wäre auch nervig. Hedwig besucht die ganze Nacht. So ist das hier bei uns. Das ist ein totales Irrenhaus. Maybe it's only a feeling and not what
Morgen. Wir standen heute nicht ganz so entspannt. Wir waren hier am Straßenrand. Da hätten jederzeit Autos vorbeikommen können. Es war sogar ein Auto mitten in der Nacht vorbeigekommen, sagte Sandy, hat auch nicht so gut geschlafen. Aber nun ja, so ist es halt manchmal. Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Christian hat es ja schon erzählt, die Nacht war irgendwie unruhig und kurz. Der Platz war, ich will jetzt nicht sagen spooky oder so, aber so richtig gut geschlafen haben wir nicht. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Höhlen, oder besser gesagt Seen, 13 Stück insgesamt, die in einer riesigen Höhle in einen Berg hineinführen. Zum Teil ist es erschlossen, also man kann da so eine Höhlenwanderung machen. Mal gucken, ob das geöffnet hat. Das weiß man hier immer nicht so richtig. Wenn so Reiseberichte 5 Jahre alt sind und sowas, dann kann das manchmal auch sein, dass da einfach jetzt schon gar nichts mehr ist oder das schon verfallen ist oder sowas. Ich mache mir aber gute Hoffnung, weil die Bahn, die von Diakopta oder wie es heißt, weiß jetzt nicht genau, hier nach Kalafrita fährt, die ist eins der Highlights hier auf der Peloponnes und sehr gut besucht. Deswegen glaube ich, dass auch diese Höhlen regelmäßig aufgesucht werden von Touristen und deswegen auch noch in Betrieb sind. Jedenfalls, wir fahren da jetzt hin und ihr könnt mitkommen. Ich glaube auch, dass wir einen übelsten Umweg gefahren sind. So Bergstraßen, Serpentinen, Kurven und sowas, mir ist schon richtig übel. Von daher bin ich froh, wenn wir hoffentlich gleich da sind und es dann tatsächlich noch finden. Wir haben uns nämlich gerade schon verfahren und dann sind wir irgendwie so aus Dummheit in diese richtige Richtung gefahren. Also es war mehr Glück als Verstand, aber ja, ich hoffe, wir kommen gleich an. Und dann hoffe ich, dass sich das auch gelohnt hat, hier eine Stunde hinzujuckeln, weil, genau. So, nach einer gefühlt endlosen Fahrt kam jetzt tatsächlich hier was. Steht sogar ein Reisebus, ein paar Wohnmobile. Ich gehe jetzt mal vor, check die Lage. Ob man hier reingehen kann in die Höhlen und so weiter. Wenn ja, würden wir es auf jeden Fall machen. Wir sind so krasse Höhlenmenschen. Also wenn irgendwo eine Höhle ist, dann besuchen wir die eigentlich. Wir waren schon in ganz krassen Sachen, im Riesenbergwerk in Falun, in Nordschweden, im Salzbergwerk, in Polen. Ach, überall. Hier ist ganz schön was los. Ich stehe gerade am Ticketschalter, wenn ich es richtig verstanden habe, geht die nächste Führung in 35 Minuten los. Ich lausche hier bei unseren Vorgängern mit. Und dann hat er was von 135 € eingetippt. Da stehen 3 Erwachsene vor mir. Mal schauen, was das wirklich kostet. Schauen wir mal. Ich habe gekauft für 9 €. In 20 Minuten geht es los und dauert eine halbe Stunde. Kinder sind frei bis 6 Jahre. Und ich habe jetzt, wie gesagt, 9 € bezahlt. Ich kriege jetzt meine Karte und meine Tickets. Und dann treffen wir uns in einer halben Stunde hier wieder. Das hat gut geklappt. Ticket habe ich gekauft. Hier hinter mir ist gleich der Treffpunkt. Jetzt gehe ich einmal zurück zum Bus und sage der Gang Bescheid, wie die Konditionen sind. Und dann entscheiden wir uns, ob ich gehe oder der Chrissy. Und ob Mini Lust hat mitzukommen. Eben war sie so ein bisschen mürrisch. Aber wie gesagt, wir sind Höhlenmenschen. Wir müssen das machen. Mal sehen, ob es in der Höhle ganz gut, also gut geht zu filmen. Meistens ist es schwierig wegen Lichtverhältnissen und so. Wenn es da ganz gut ausgeleuchtet ist, könnte es was werden. Wir schauen mal. Ansonsten mache ich ein paar Fotos, damit ihr wenigstens ein bisschen was gesehen habt. So, es geht los. Mini und ich haben uns jetzt die Wartezeit noch überbrücken wollen mit einem Eis. Es ist jetzt noch nicht mal halb aufgegessen, aber hoffentlich merkt es keiner. Die Höhle der Seen liegt in der Nähe des Örtchens Kastria im Nordosten der Peloponnes-Halbinsel. Sie ist 17 Kilometer von Kalafrita und 9 Kilometer von Kleitoria entfernt, wenn man sich nicht verfährt. Die Höhle verbirgt einen jahrtausendealten Fluss, der aus 3 Ebenen besteht. Im Winter, wenn der Schnee schmilzt, verwandelt er sich in einen reißenden unterirdischen Strom mit vielen Wasserfällen. Im Sommer trocknet der Fluss aus und hinterlässt 13 Seen.
Die Höhle der Seen wird bereits von dem antiken Reisenden Pausanias erwähnt und gilt seit dem Neolithikum und während der gesamten Bronzezeit als von Menschen genutzt. Das beweisen Knochenfunde von Menschen und Tieren in der unteren Ebene der Höhle. Unter den Funden waren zum Beispiel auch Knochen von Nilpferden. Das Ausmaß von dieser Höhle ist echt gewaltig, weil das so ein ganz langgezogenes Tunnelsystem ist mit verschiedenen Seen, die sich gebildet haben durch ablaufendes Wasser. Und es ist unfassbar groß und schön und überraschend gut organisiert und ausgebaut, muss man sagen. Abgesehen davon beherbergt die Höhle mehr als 18.000 Fledermäuse. Etwa 10 Arten sind für ihren Fortbestand auf das Mikroklima der Höhle angewiesen. Wir sind wieder draußen und die anfängliche Skepsis bei der Kleinen ist ganz schnell verflogen, weil die Höhle war spektakulär. Mit die schönste Höhle, die wir bis jetzt angeguckt haben. Also wenn ihr mal hier in der Gegend seid, dann empfehle ich euch unbedingt, die Höhle zu besuchen. Man ist echt gut aufgehoben, in einer halben Stunde ist man durch. Ich glaube, wir sind so insgesamt 2 Kilometer in den Berg rein und wieder rausgeführt worden. Und ja, also das war richtig schön. Auf jeden Fall. Jetzt suchen wir Chrissy. Der ist ja draußen geblieben mit den Doggies. Und dann haben wir heute noch was anderes Cooles vor. Ich hoffe, wir erwischen den Zug, weil es gibt hier eine Zahnradbahn, die fährt von der Küste des Golf von Korinth hier in die Berge. Wir sind ja schon in den Bergen, wir wollen also zurück an die Küste. Wir fahren mit dem Zug, wir Mädels. Und Chrissy fährt mit den Hunden mit dem Auto, weil die sind leider in dieser Bahn nicht gestattet. Und das Auto muss ja sowieso auch ins Tal zurück. Deswegen gucken wir mal, ob wir da die Bahn jetzt noch erwischen. Und fahren dann heute noch eine Runde mit dem Zug. Jetzt haben sie uns entdeckt. Ja, da werden schon große Ohren gemacht bei Hedi. Ja, jetzt haben sie die Stimme erkannt. Jetzt kommen sie natürlich gucken. Oh, wie süß. Wir fahren hier schon wieder krasse Nadelöhrkurven. Und Christian hatte gerade fast das Momentum verpasst. Hier kommt wieder eine. Ich habe jetzt den zweiten Gang. Das wird, ja, ganz knapp. Nein, ganz knapp. Easy. Ganz knapp. Also ich meine, das Auto kann ein bisschen was. Das ist eine Maschine. Ihr könnt gerne mal auf den Euböa-Vlog gucken. Da seht ihr, was so ein Kastenwagen alles drauf hat. Das ist ein Arbeitstier. Aber ja, also du darfst das Momentum nicht verpassen. Ne? Das war die Moral von der Geschichte. Neben der Verehrung der Helden aus der griechischen Revolution ist Kalavrita auch für eines der größten Kriegsverbrechen durch die deutsche Wehrmacht in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges bekannt. Im Rahmen sogenannter Vergeltungsmaßnahmen an griechischen Partisanen, die sich gegen die Besetzung durch die deutsche Armee zur Wehr setzten, wurden rund 800 griechische Dörfer und Kleinstädte verwüstet. Gemessen an der Opferzahl fand die schlimmste dieser sogenannten Vergeltungsaktionen am 13. Dezember 1943 in Kalavrita statt. Die gesamte männliche Bevölkerung zwischen 16 und 65 wurde von der 117. Jägerdivision hingerichtet und die Stadt anschließend in Brand gesteckt. Insgesamt kostete die Operation Kalavrita 700 Menschenleben, darunter das von 22 Frauen und Kindern. Zugleich wurden weitere 24 Ortschaften und 3 Klöster in der Umgebung vollständig vernichtet. Das Massaker von Kalavrita zählt damit zu den schwersten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im besetzten Europa. Heute ist Kalavrita ein beschauliches Dorf inmitten üppiger grüner Hügellandschaften. In der kleinen Innenstadt finden sich zahlreiche kleine Geschäfte und Tavernen. Außerdem ist in der ehemaligen Grundschule von Kalavrita auch das zum Kriegsdenkmal gehörige Holocaust-Museum eingerichtet.
Zu den Hauptattraktionen des Städtchens zählt der kleine Bahnhof im Ortskern, denn die berühmte Zahnradbahn Odontotos hat in Kalavrita ihre Endstation. 3-mal täglich pendelt die Bahn zwischen dem Küstenörtchen Diakopto und Kalavrita. Landschaftlich ist die Strecke beeindruckend, denn sie verläuft überwiegend auf starker Neigung durch die felsige Vouraikos-Schlucht. Dabei passiert sie etliche Tunnel, Brücken und Felsvorsprünge und das immer nur eine Handbreit neben dem Abhang. Gesäumt wird die Strecke zu beiden Seiten von den Bergen der nordöstlichen Peloponnes-Halbinsel. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind im Zug und das Allercoolste ist, das ist jetzt die letzte Fahrt One-Way. Also es gibt keinen Weg mehr hier zurück. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass nicht so viele Leute mehr mitfahren. Hoffen wir jedenfalls. Aber unabhängig davon, wie viele Leute mitkommen, wir haben Platz ganz vorne. Mit so einer Panoramasicht auch nach vorne. Das ist natürlich richtig cool. Ich freue mich jetzt richtig auf die Fahrt. Der Chrissy ist schon losgefahren. Der sammelt uns dann in Diakopto am Bahnhof wieder ein. Hoffentlich. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Und wir Mädels, wir machen es uns jetzt auf der Fahrt richtig schön. Oder? Ja. Ja. Die Tickets haben gekostet für Erwachsene 9,50 € und für die Kleine 4,80 €, also insgesamt 14 € irgendwas. Kann man auf jeden Fall mal machen. Also, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Der Zug ist brechend voll. Wir sitzen jetzt nicht mehr ganz vorne, sondern ganz hinten. Da kann man auch rausgucken, aber nach hinten. Das ist aber bestimmt nicht weniger schön, wenn man sieht, wo man durchgefahren ist. Und es kam eine große italienische Reisegruppe, die uns freundlich darauf hingewiesen hat, dass Sitzplatz Zuweisungen es gibt. Hier auf dem Dings steht, wo man sitzen muss. Ich habe es natürlich mal wieder nicht gecheckt, aber sie waren ganz umgänglich und haben uns höflich vertrieben. Jetzt haben wir uns hier hinten gemütlich gemacht. Mal sehen, ob noch jemand kommt oder ob wir ein bisschen Platz haben noch. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall kommt ihr mit. Ursprünglich wurde die Strecke von Dampflokomotiven befahren, die zum Teil auch heute noch in Diakopto ausgestellt sind. Im Jahr 2007 wurden allerdings neue Triebwagen angeschafft und die Strecke in den Folgejahren für rund 40 Millionen € instand gesetzt. Seit 2009 fährt der Odontotos wieder. Es empfiehlt sich in jedem Fall vorher Tickets zu organisieren, denn die Strecke ist bei Eisenbahnfans aus aller Welt höchst beliebt. Auf der Trasse der Bahn verläuft dabei auch der europäische Fernwanderweg E4. Leute, ihr habt es gesehen, es war richtig geil.
Also das war so schön. Ich glaube, ich bin noch nie eine schönere Strecke gefahren und es war natürlich voll entspannt, weil man in der Bahn nicht selber machen musste, sondern einfach gucken konnte. Die Fahrt hat jetzt eine knappe Stunde gedauert und man hat sowohl zu der einen als auch zu der anderen Seite immer wieder richtig spektakuläre Aussichten gehabt. Man kann die Strecke auch wandern, allerdings haben wir jetzt einen Welpen dabei und die schafft das noch nicht so weit. Wenn wir irgendwann noch mal wiederkommen, hier nach Calavrita oder Diacopto, ich habe es immer noch nicht drauf, wie es heißt, Diacopto, dann werden wir diese Strecke wandern, weil ich glaube, das ist noch mal geiler. Das ist so eine schöne Strecke. Wenn ihr hierher kommt, macht das unbedingt. Entweder ihr wandert einen Abschnitt von dieser Strecke oder ihr fahrt mit dieser Bahn. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese 10 Euro pro Person zu investieren. Und man sieht auch, dass unsere Scheibe dringend mal wieder eine Reinigung braucht. Der Scheibenwischer ist weggeflogen. Ja, wir haben immer noch keinen neuen Scheibenwischer. Guck mal, da vorne sieht man am Horizont, wie schön das aussieht. Die Brücke über den Golf von Korinth, der das griechische Festland mit dem Peloponnes verbindet. Und da sieht man auch ein paar Fähren. Wir wollen heute mal die Fähre benutzen, weil die Brücke kostet 21 Euro Maut. Also auf der Herfahrt hat es 21 Euro gekostet. Kann sein, dass es jetzt teurer geworden ist. Und die Fähre soll wesentlich günstiger sein. Das wollen wir heute mal austesten. Die fährt, glaube ich, auch pausenlos. Und ja, schauen wir mal, ob das stimmt. Da ist der halbe Baum hier hängen geblieben. Das sieht aus wie Deko. Ich lache mich kaputt. Oh Leute. Wir sind auf der Fähre, wir hatten fast keine Wartezeit. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es ist windig. Die Fähre hat 10 Euro weniger gekostet als die Brücke, die ihr hinter mir seht. Die wäre vielleicht ein bisschen schneller gewesen, aber wir mussten nicht warten, weil die Fähre gerade anlag und auch direkt losgefahren ist, als wir drauf waren. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ich werde da unten die Hundespäne machen. Ich muss, glaube ich, gleich wieder hin. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Der Tag war heute lang und anstrengend. Wir machen Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss!